Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Trainingsvideo. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid und ich hoffe, dass Bild und Ton okay ist. Heute geht es um ein Gitarrensolo aus den 80ern, eines meiner absoluten Lieblingssolos, und ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich war damals in den 80ern, als diese Gitarristen wie jetzt John Norum Europe, Key Marcello Europe oder eben Gary Moore, dann Richie Sambora von Bon Jovi mit diesen fantastischen Gitarrensolos an den Start kamen. Da dachte man, Mensch, da geht ja die Sonne auf. Ne? Und heute werden wir uns eines dieser Gitarrensolos mal in Ruhe angucken und schauen, was macht es besonders, wie kann man so etwas überhaupt spielen, wie kann man das angehen. Und jetzt gucken wir erstmal live in den Chat hinein, wer hier alles da ist. So, guck mal hier. Carsten, Stefan, Wolfgang. Hallo, Wolfgang schreibt, guten Tag, eine automatische Benachrichtigung ist doch klasse, sonst hätte ich gewohnheitsmäßig erst morgen eingeschaltet. Ja, wir sind schon heute dran und das ist super. Und ja, Mittwoch, weil morgen ist hier Fasching und ihr wisst ja, das ist dann bei uns hier im Süden, da geht der Bär ab. Also ich trinke mal noch einen Schluck. So, okay, super. Also das hier ist heute ein richtig interessantes Thema, wie ich finde, weil vieles davon ist für viele von uns fast unerreichbar, unzugänglich. Und es ist mal interessant, so etwas dann mal von nah beobachten zu können. Ne? Und so ein Video über Oh Pretty Woman, Albert King. Warum nicht? Das kann man doch in die Liste mit aufnehmen. So, alles gut, super. Hallo, also super Ton, Bild und Ton ist super. Okay, Let the Good Times Rock, ein absoluter Klassiker. Na? Also, super. Als erstes, wenn wir so etwas uns angucken, dann muss man verstehen, das kam in der Zeit in den 80ern, beeinflusst von Eddie Van Halen und Gary Moore und diesen unglaublich anspruchsvollen Gitarren, die da gespielt wurden von diesen Leuten. Und das hat eine ganze Generation. Dann kam auch noch Yngwie Malmsteen, der schwedische Neoclassic Supergitarrist. Und die haben eine ganze Generation an Gitarristen inspiriert. Und es sind unglaublich tolle Sachen damals gespielt worden. Bevor ich jetzt in die Details reingehe und um was es hier eigentlich geht, schauen wir uns mal den Sound an. Wie entsteht so ein Klang? Ich glaube, das ist auch für dich ganz, ganz interessant jetzt. Und hierzu gehe ich mal in die Software, die ich verwende. Ich verwende den Helix von Line 6. Und der Sound, das sind die Einstellungen des Verstärkers. Ich habe hier einen Soldano Lead Overdrive. Also ich habe den Overdrive Channel, das war damals einer der populärsten modifizierten Marshalls in den 80ern und wurde vorzugsweise von diesen Leuten verwendet. Das ist ein heißer Marshall. Ihr seht schon, der Drive ist etwa in der Mitte und hier rockt das Ganze schon ziemlich stark. Ansonsten in der ganzen Effektkette ist nichts an, außer eine 412er, also zwei Boxen, zwei 412er Greenbacks habe ich verwendet. Ein bisschen ein High-Cut drin, ja, das passt. Und hier kann man den auch noch reinmachen. Und ein Delay, ich habe hier ein Vintage-Delay genommen, weil das ja in den 80ern, das ist zwar ein digitales, aber es klingt so wie ein analoges. Und von den Einstellungen her bin ich auf die punktierten Achteln, weil ich ein schnelles Solo habe. Hör mal genau hin. Das ist also, dieses Delay gibt mir jetzt diesen epischen Sound. Also es drängt sich nicht zu sehr in den Vordergrund. Nur wenn ich stoppe, hörst du es. Und ansonsten, das ist wie wenn so die Sonne aufgeht. Was man jetzt eventuell noch machen könnte, wäre hier vorne dran einen Kompressor hinzuschalten. Dann wird das Ganze noch ein bisschen smoother. Aber ich habe ihn absichtlich weggelassen. Und
Bei den Läufen klingt das dann, zeige ich euch nachher, ganz interessant, wenn der Kompressor noch drin ist, der glättet dann diese Läufe. So, das war es jetzt in Bezug auf den Sound, also ein Soldano Overdrive. Sehr schön fetter für die Vorstellung des Solos. Schalte ich jetzt das Echo aus und fahre hier den Drive ein bisschen runter. Wir sind in F-Dur in dem Song. Also das ist ein schöner, cremiger Solo-Sound. Super. Jetzt gehen wir doch gleich mal rein und diskutieren über was hier los ist. Also, was ist schwierig hier an so einem Solo? Einmal natürlich ganz offensichtlich die Geschwindigkeit, die angeschlagen wird, obwohl das Lied ein Tempo 100 hat. Werden dann 32 da drauf gespielt. Das bedeutet, pro Takt haben wir dann 32 Töne. Und das ist für ganz wenige spielbar, muss man sagen. Das ist also im obersten Bereich, was die technische Schwierigkeit angeht. Wenn ich jetzt von Level 1 bis Level 10 gehen würde, würde ich das Solo ansiedeln bei 8, 9. Level 10 wäre dann ein ganzes Stück von Yngwie Malmsteen, das blättert dann auf die Finger. Okay? Es ist nicht lang, es ist sehr melodisch und hat ein paar Kniffe. Einer der Kniffe ist die Wiederholung des Themas zu Beginn. Ja, ich mache jetzt die Gitarre ein Tick leiser, also dieses Motiv. Das wiederholt sich. Das ist als Ohrwurmfaktor in einem Gitarrensolo etwas sehr Schönes, sehr wichtig. Und es wird sehr gerne verwendet. Also man macht einen Durchgang und dann singt man es eine Oktave höher sozusagen. So. Was es schwierig macht, ist diese Tripletläufe. Ist das hier? Und das sind immer 3 Töne pro Seite, die wiederholt werden. Wenn man das dann trainiert, wird man feststellen, oh, da ist ja einiges machbar. Aber was dann die Hürde ist, hier oben auf der Gitarre ist es ja relativ ungewohnt zu spielen und es geht ein bisschen eng zu. Also hier oben die Kontrolle über den Ton hinzubekommen, sauber zu spielen, das ist gar nicht so einfach. Okay? Aber wie geht man so etwas an? Wie übt man so etwas? Man geht im Tempo runter und lernt es Takt für Takt. Und wenn man im Tempo runter geht, ist das Wichtige, trotzdem schön zu spielen. Also die richtigen Töne, ne? Wenn ich es langsam spiele, auch das Vibrato reinpacken, halbes Tempo und man soll die Melodie trotzdem erkennen. Und von Anfang an muss der Fingersatz, den du lernst, immer gleich bleiben. Ich werde euch einige Alternativen zeigen für den schnellen Lauf, weil der ist wirklich extrem. Und ich glaube, das ist dann auch ganz interessant, wie man das dann als Herausforderung anpacken kann. Ich gucke mal noch kurz in den Chat, bevor ich dann reingehe. Okay, super. Also wir haben 71 Technik reinzubauen und das ist einfach für das normale Gehör zu viel. Man sieht es anhand dieses Solos mit wenig viel erreichen. Absolut, Mike, das sehe ich genauso. So, jetzt gehen wir hier rein und wir haben hier Tempo 100 im File. Das ist soweit, ich bin dem Herrn Paolo Zinzi, der das hier online gestellt hat, dankbar dafür. Es sind 1, 2 Dinge, die nicht ganz perfekt sind, aber das Solo, wenn du es hier anhand der Tabs lernst, bist du bei guten 99%. Das passt dann schon. Ne? Also wir haben hier die erste Melodie. Na, und wir befinden uns hier im 10. Bund. Und dann hast du ein Hammer-on Pull-Off. Du kannst es auch so spielen. Mit dem Slide. Ich spiele es so. Und immer wo du das hier siehst, das sind sehr schöne Vibrati, also ein breit.
breites Vibrato von Key Marcello. Ich kann dir nur empfehlen, er spielt das Solo in einem REH-Video und erklärt es dort auch im Detail. Das findest du auch auf YouTube vom Meister persönlich. Aber ich will dir ein paar andere Dinge ansprechen. Welche Richtung schwerer ist, welche Fingersätze, wie viel Bewegung da drin sein kann. Ne? Und dann, also, das ist die Melodie, die lernst du als erstes. Und dann, du hast immer so ein Frage-Antwort-Spiel. Ne? Du hast also. Ja? Und hier spielt er dann ein bisschen mit den Arpeggios der Akkorde. Ja. Also. Hoch. Und dann runter. Und dann sind wir schon im 18. Bund hier mit einem Ganztonband. Sehr schön, auch ein Arpeggio. Also es sind sehr viele Bands in dem Song. Das geht sehr auf die Finger. Ich habe hier 10er Saiten auf meiner Gitarre. Also sehr oft kann ich so ein Solo hintereinander nicht spielen, weil das macht die Finger einfach müde. Und die Fingerkuppen fangen dann an zu schmerzen. Ne? Also. Und ganz so. Und dann hier sehr, sehr schön diese bluesigen Bands. Ich gehe mal bis hierhin, dass ihr das hört. So, mal reinhören. Also das ist ein Ganzton. Und dann hier 3 Halbtöne, die 15, also. Und dann wieder dieses Erkennungsmerkmal, dieses Hammer-on Pull-off. Das ist dieser Part hier. Also. So, ich mache mal einen Loop rein. Und einen Vorzähler, dass ich da auch reinkomme. So. Und los geht's. Also, und so Parts lernt man Takt für Takt. Ne? Wichtig ist bei ihm in seiner Spielweise, er ist sehr frei in seinen Bendings. Diese Technik auch nennt man Rubato, also dieses langsam anfangen, das hört man dann exemplarisch in dem Lauf, langsam anfangen und dann kontinuierlich immer schneller werden. Ja? Und jetzt haben wir hier schon den ersten Lauf, der so geht. Hier geht's los auf der 15. So, und jetzt geht's los mit Fingersätzen. Das ist das, was ich sage. 15, 17, 19. So, ich muss jetzt meine Hand ein bisschen in eine unbequeme Position bringen, weil ich den Gitarrenhals hier für euch gerade halten möchte. Und normalerweise müsste ich jetzt anders sitzen. Also das ist jetzt nicht gerade bequem, was ich hier mache, aber jetzt gucken wir mal. Also Fingersätze wären jetzt möglich ab hier, ab dem 12. Bund könntest du auch die ersten 3 Finger nehmen. 15, 17, 19. Dann wieder 3 Bands.
und das Ende auf der 20 hier auf der Seite mit einem schönen Vibrato. Also. Und wie kriegt man solche Läufe schnell gespielt? Also entweder haust du das raus in Form vom Wechselschlag, oder was ich mache, nur dass ihr das wisst, ich spiele eine Art Economy Picking. Das heißt, ich spiele runter, hoch, runter, runter, hoch, runter, runter. Und ich ziehe das in der Form durch, dass ich dann auf die nächste Seite, also ich pick runter, hoch, runter und ziehe dann die Bewegung, die dritte Bewegung nach unten durch. Und das ist der Effekt, dass ich Tonleitern auf diese Art und Weise ökonomisch und sehr, sehr schnell spielen kann. Das ist eine Technik vom australischen Gitarristen Frank Gambale. Also runter, hoch, runter, runter, hoch, runter. Das fühlt sich am Anfang fremd an, weil natürlich unser Wechselschlag sich natürlicher anfühlt. Aber ich glaube, es lohnt sich auch, diese Technik mal anzutesten. So, hier kannst du auch den Fingersatz 1, 3, 4 nehmen. Was für dich bequemer ist. Ich habe relativ schmale Finger, also komme ich hier gut zurecht. Dann wiederholt sich hier die Melodie eine Oktave höher. Na? Okay, ziehen wir es mal bis hierhin. Ja, also 17, 18, 20. Dann der Hammer-on Pull-Off. Und jetzt kommt dieser legendäre Lauf von Key Marcello, der natürlich hier, der könnte genauso gut in dem Film Scary Movie stattfinden. Der ist absolut brachial und der wird gnadenlos durchgezogen. Ich zeige euch jetzt genau den Fingersatz, den er spielt, bis hierhin. Wir hören uns den einmal an und jetzt könnt ihr diese Rubato-Technik hören, wo langsam, es ist wie wenn jetzt das Gas aufziehst am Motorrad, wo er langsam dann hochgeht. Okay, und jetzt schauen wir uns das mal genauer an, was hier passiert. Also wir ziehen die 20 und bevor wir jetzt den Lauf lernen, mein Tipp ist immer die Tonleiter lernen. Also das sind unsere Töne. Das ist also der ganze Lauf und hier oben wird es sehr eng. Wenn ihr euch das Video am Anfang nochmal anguckt, wo ich das gespielt habe, habe ich den Fingersatz verändert. Ich gehe also, er geht hier. Das Gute an diesem Pattern, und deswegen glaube ich, dass er es so spielt, ist, es ist immer ein Ganzton und ein Halbton. Also 17, 19, 20. Dann geht ein Ganzton hoch, spielt dasselbe Fingersatz, groß, klein. So, der Nachteil jetzt von diesem Lauf und warum viele ihn wahrscheinlich an der Position gar nicht spielen können, ist, du brauchst eine Gitarre mit 24 Bünden. Also du kannst hier nicht in den 23. Bund spielen, wenn du keine Gitarre mit 24 Bünden hast. Deswegen müssen wir den Lauf ändern und eine andere Lösung finden. Und diese Lösung sieht so aus, dass wir die Tonleiter so spielen. Und dann hier von hier nach links springen und dann die Tonleiter spielen von 12, 14, 15,
zweimal und dann haben wir einen Sprung über 3 Halbtöne auf 15, 17, 18. Und dann haben wir dieses Pattern. So, und jetzt zeige ich dir, dass man so einen Lauf lernen kann. Am Anfang haben wir ein Bend und damit geht er runter. Und dieser Teil bis hierhin, den muss man lernen. Ja? Und wenn der sitzt, dann kommt erst der Monsterlauf hier mit den 32. Und der ist, man höre und staune, ihr werdet es sehen, der ist nicht schwer, sich den einzuprägen. Das schwer ist es nur, so etwas auf so ein Tempo zu bringen. Das ist die große Kunst. Und die Schwierigkeit, weil man wahnsinnig viel trainieren muss, um diese Beweglichkeit zu erreichen. Aber das Pattern an sich ist einfach nur triolisch und wiederholt sich auf jeder Seite. Achtung! Oder wie er es spielt. Und wie trainiert man so etwas? Na, man lernt erst die ganzen Fingersätze. Man lernt erst die ganzen Fingersätze auswendig und entscheidet sich immer denselben. Das ist ganz wichtig bei Solos in dieser Kategorie. Die Fingersätze müssen gleich bleiben. Wir dürfen die dann nicht später sagen, okay, der ist mir trotzdem zu schwer hier oben, ich nehme jetzt den anderen. Dann muss man wieder einige Stunden oder Tage verbringen, um den Fingersatz neu zu lernen. Also beim Lernen entscheidet man sich für einen Fingersatz und den zieht man dann durch. Okay? Und wie bringe ich das auf Tempo? Gucken wir mal in die Nahaufnahme rein. So, wenn ich das jetzt trainiere und ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Fingersatz. Ich beginne dieses Picking zwischen den Saiten. Also ich beginne nicht von unten nach oben, sondern ich beginne zwischen den Saiten. Ich picke also als erstes nach unten. Und dann habe ich kontinuierlich bei dem triolischen Lauf habe ich Wechselschlag. So, das war jetzt vielleicht ein Drittel des Tempos, aber das genügt völlig. Und diese Läufe, wenn du den jetzt hier zum Beispiel üben möchtest, geht das auch wunderbar. So, nochmal. Also, du kannst den gleichen Fingersatz eine Oktave tiefer üben. Oder eben hier oben. Wie kriege ich das auf Tempo? Ich bleibe jetzt auf 2 Seiten. Ich picke zwischen den Seiten und mache nur die ersten beiden. Und hier ist die Kontrolle über den Ton sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen, dass du die Bewegungen minimierst in beiden Händen. Und wir sehen, je schneller die rechte Hand wird, umso weniger Bewegung ist im Spiel.
Also meistens übe ich erst den Abgang und stoppe dann. Und dann gehe ich rüber und übe mehrfach hintereinander diesen Aufgang. Die Melodie an sich ist nicht schwer. Die Melodie kann man relativ leicht reinbekommen. Also ist dann mein voller Fokus auf eben den höchsten Schwierigkeitsgrad. Das ist mein bester Tipp, ist immer, wenn du an so ein Solo rangehst und du bist jetzt von deinem Spiel her irgendwo bei Level 8 und du hast schon etwas Ähnliches gemacht, aber vielleicht noch nie ganz so einen schnellen Lauf in dieser Kategorie, dann geh erst an den schwierigsten Part ran und lerne erst diese 2, 3 Takte, die hier sind. Und wenn das klappt, dann funktioniert auch das ganze Solo. Jetzt gucken wir mal in den Chat, ob da Fragen aufgetaucht sind. So, nehmen wir F-Dur, der Stufenakkorde aufgebaut. Die Läufe sind nichts anderes als die D-Moll F-Dur Tonleiter. Ja. Und Mike schreibt auch, ja, würde auch Economy empfehlen. Das ist auch mein Tipp an euch. War schwerer als, genau bei mir war es damals immer so, der Abgang war schwerer als aufwärts. Es geht anscheinend ähnlich uns allen so. So, und das war es jetzt auch schon. Ich werde das Solo jetzt noch einmal spielen und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps in Bezug auf Motivation und auf ja, wie man richtig übt. Okay? Ja, lass mich noch ein bisschen was sagen. Thomas schreibt jetzt Flitzefinger aus. Liebe Grüße. Der Punkt ist der. Um so ein Solo zu spielen, nur dass ihr das auch ganz klar in die Köpfe bekommt und dass ihr euch auch ein bisschen ärgert, wenn ihr irgendwelche Leute seht, die offensichtlich euch ein Märchen erzählen, nämlich irgendwas lernen in 5 oder 10 Minuten. Das ist alles billigstes Marketing und wie man so schön sagt, das wird über kurz oder lang ein Backfiren sozusagen. Es wird also auf diese Leute zurückfallen, die unehrlich sind und euch das sagen. Jetzt lass mich mal erklären. So ein Solo, auch für mich, obwohl ich schon so lange spiele, ist eine echte Herausforderung. Ich bin jetzt 51 und meine Finger in den Zustand zu versetzen, dass die das spielen können. Ich muss mich mindestens 1 Stunde super aufwärmen und ich muss mir diese Töne einprägen. Ich muss so etwas, habe ich jetzt die letzten 3, 4 Tage, habe ich das jeden Tag mindestens 1 bis 2 Stunden trainiert, damit das auch flüssig klingt, damit das Ganze dann auch eben performant gespielt werden kann. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln, das ist schlichtweg unmöglich. Je höher der Level, wenn du jetzt auf Level 9 oder 10 gehen willst, und Level 9, 10 wäre irgendwie Malmsteen, dann garantiere ich dir, diese Gitarristin aus Frankreich, die übt ein Stück von irgendwie ein halbes Jahr lang jeden Tag 4 bis 5 Stunden und dann stellt sie das online und alle sind wow, wie gut die ist und ja aber die ganze Arbeit, ich bin einer der wenigen, der euch ganz ehrlich sagt, wie viel Arbeit da hinter dem Ganzen steckt. Jetzt schauen wir uns das nochmal an mit dem Playback. Ich hoffe, meine Finger machen das nochmal mit und dann gebe ich euch da noch ein paar Tipps. Let's do it! Sekunde, bevor es losgeht, gehe ich nochmal rein in die Software und schalte das Echo nochmal ein, damit das Ganze schön episch klingt. Let's do it! Dann kommt ein F, ne? Keep on walking that way. So,
Aber da es heute nur um das Solo ging, den Rest kann man ja auch lernen, wenn man möchte. Also, so nochmal, ich werde euch dieses, also meinen Unterstützern auf Patreon, werde ich natürlich das File zur Verfügung stellen, wie auch den Backing-Track, dass man da üben kann. So, Mike, 30 Leaks für Anfänger vorgestellt, das sind doch keine 30 Leaks mehr für so Pro-Spieler, die noch Anfänger damit arbeiten können. Ja, YouTube-Daten sehen wollen, kauf meine PDF-Geschichten, um schnell spielen zu können. Ja, lieber Mike, das ist halt gängigerweise so. Ne? Es geht auch um Vertrauen. Ne? Den Menschen, der hier vor der Kamera sitzt, dann auch mal in die Augen zu gucken und ihm auf die Finger zu gucken und ihm das Vertrauen auszusprechen, dass er weiß, von was er spricht. So, jetzt noch ein paar Tipps für euch. Also, ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist dir bewusst zu sein, dass du, wenn du so etwas übst, ganz, ganz selten zu dem, was du normalerweise spielst, hier in den höchsten Bereichen der Gitarre unterwegs bist. Also, mach's dir bequem und übe diese Passagen, ja, wenn du es üben möchtest, in einer guten Haltung. Ich sitze jetzt nicht in der perfekten Haltung hier, das sage ich ganz ehrlich. Ich habe es nur fürs Video gemacht, damit es gut aussieht im Video. Dann spiele das auch im Stehen. Es ist ganz wichtig, dass du dich daran gewöhnst, auch im Stehen zu üben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Werde dir bewusst, welche Richtung bei schnellen Tripletläufen, also hier nochmal die Effekte ausschalten, werde dir bewusst, welche Richtung schwieriger ist bei diesen Läufen. Und übe natürlich die mehr, die schwieriger sich anfühlt. Von dick zu dünn vielleicht. Bei mir sind die Abgänge relativ leicht. Hier oben ist es natürlich wahnsinnig eng. Ne? Und lerne die gleichen Fingersätze. Übe von Anfang an auf einem Tempo 50-40% und versuche auch bei dem niedrigen Tempo alles also ich sehe oft die Fehler dann bei den Schülern, wenn ich ihnen sage, übt das auf halbem Tempo, dann machen die das für 3-4 Takte und dann fangen sie an, schneller zu werden. Halbes Tempo bedeutet halbes Tempo oder noch weniger und in dem Tempo bleiben. Also nicht gleich nach 2 Durchgängen schon versuchen, es schneller zu spielen. Das ist fürs Gehirn sehr, sehr entscheidend für das schnelle Lernen, dass man das langsam übt und dann das Tempo auch beim Üben beibehält. Okay? Ein weiterer Tipp ist vielleicht, dann noch auf die Atmung zu achten. Oft ist es so, man hält unbewusst, wenn man so einen langen Lauf macht, die Luft an. Passiert mir auch immer noch, aber ich achte darauf, und was dann passiert ist, wenn du die Luft anhältst, ist, dass deine Finger, ja, sie ermüden schneller. Also die Sauerstoffzufuhr, die sollte bleiben, also hier drauf achten. Und dann meine 3 wichtigsten Tipps nochmal in Bezug auf das Üben und auf das Lernen eines Instrumentes. Ich glaube, für die Eigenmotivation ist das Gefühl, ihr kennt das ja von mir, mein Motto, mein permanentes Thema, der Hashtag, ne, besser. Dieses Gefühl, besser zu werden, ist wahrscheinlich der größte Motivator, den es gibt. Das bedeutet, wenn du etwas lernst, bleibe
auf dem Level, auf dem du dich befindest, aber steigere dich, wenn du auf Level 3 bist, beim nächsten Song, den du lernst oder bei der nächsten Übung, bei dem nächsten Pattern oder Lick oder Takt aus einem Lied, das du lernst, bleibe auf einem Level, der über dem ist, auf dem du dich gerade befindest, aber so, dass er erreichbar ist. Und dann bekommst du ganz schnell dieses Gefühl, besser zu werden. Und das ist der höchste Motivationsfaktor. Das nächste ist, wenn du einen Partner hast oder noch jung bist, also jetzt, wenn du 12, 13 bist und dir dieses Video anguckst, dann ist es ganz wichtig für dich, dass du deinen Eltern klar machst oder deinem Partner, wie wichtig es ist, ein emotionales Interesse zu haben an dem, was du da machst. Das war bei mir so ein Glücksfall, dass ich diese 3 Komponenten, die sind bei mir zusammengekommen auf fast exemplarische Art und Weise. Wenn ich spielte zu Hause, wurde die Tür eher geöffnet als geschlossen. Und es war nicht so, dass meine Familie mir permanent Beifall, nein. Es war so, wenn ich dann mal nach Wochen und Monaten mal einen Song fertig hatte und den vorgespielt habe, dann haben die sich sehr gefreut. Wirklich, haben auch emotional das gezeigt und zugehört und mir gesagt, super, mach weiter so. Natürlich hat meine Oma auch mal ab und zu gesagt, oh, ich kann es nicht mehr hören, wenn du jetzt gewisse Dinge übst. Mach einfach die Tür zu und hab auch Rücksicht auf deine Familie. Aber dieses emotionale, dem Partner klar machen, wie viel es dir bedeutet und diese Unterstützung ist ganz, ganz wichtig. Und es darf nie von oben herabkommen, von beiden Seiten. Dann als Lehrer natürlich das Glück zu haben, an jemanden ranzukommen, der dich als Mensch, egal wie alt du bist, ernst nimmt. Nicht von oben herab dich unterrichtet, sondern auf Augenhöhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier sage ich dir auch gleich, große Vorsicht, wenn es um Motivation und Üben geht, vor deiner inneren Stimme und vor negativer Selbstbewertung. Das solltest du nicht zulassen, das solltest du abstellen. Wir haben immer wieder Tage, bei denen es uns schwerer fällt, an etwas ranzugehen. Das ist absolut normal. Jeder Mensch hat das. Ja? Aber beginne bitte nicht, dich negativ selbst zu bewerten. Das klappt bei mir nicht und ich habe jetzt keine Lust mehr und das ist nur Stress. Ne? Und das ist ganz wichtig, dass man da nicht in eine Negativspirale reinkommt. Also diese negative Selbstbewertung gibt es bei mir nicht. Ich sage mir immer nur, heute war es ein bisschen langsamer für dich beim Lernen, morgen geht es wahrscheinlich wieder besser und trotzdem kannst du jeden Tag ein klein bisschen besser werden. Du musst nur dieses Urvertrauen in dich haben, dass du es schaffst, wie die anderen auch. Und geduldig sein. Ein guter Lehrer ist zu Beginn extrem wichtig. Ich glaube, viele, die mich jetzt kennenlernen oder schon anderswo mal im Unterricht waren, stellen dann plötzlich fest, oh, keiner hat sich ja so um mich gekümmert, wie der Horst. Ja, keiner hat mir gesagt, auf was ich achten soll, auf meine Handhaltung, auf mein Spielgefühl, auf die Atmung, auf all diese Dinge. Der hat mir irgendwas übergestülpt und letztendlich könnte ich viel, viel besser sein. Es ist super schwer, falsch Gelerntes wieder wegzubekommen. Ich selbst habe das erlebt, ihr habt das sicher auch schon erlebt und deswegen ist von Anfang an deine innere Stimme, dein Instinkt ganz entscheidend bei der Auswahl eines guten Lehrers. Also, wenn du jung bist, lass dich bitte von deinen Eltern emotional unterstützen. Deine Eigenmotivation entsteht aus der Tatsache, dass du besser wirst, dass du nach einer Woche Dinge kannst, die du vor einer Woche nicht konntest. Das ist das Größte überhaupt. Und beginne nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, steigere dich langsam. Dafür ist ein guter Lehrer zuständig. Und die Arbeitseinstellung zum Üben, das möchte ich euch alle noch mitgeben, bevor ich jetzt Schluss mache. Die Arbeitseinstellung zum Üben ist sehr schwer später nochmal zu ändern. Es geht nicht nur ums Üben, es geht ums Arbeiten, es geht um die Lebenseinstellung, um den inneren Wunsch, ein besserer Mensch zu werden und an sich zu arbeiten.
Also diese Arbeitseinstellung, wenn man die früh richtig bekommen hat durch diese 3 Faktoren, Familie, Lehrer, Eigenmotivation, ist sehr schwer später, aber nicht unmöglich. Nicht unmöglich. Na? Egal wie alt du bist und dir das anguckst. Du bist verantwortlich für du kannst, wie Gandhi gesagt hat, du bist die Veränderung, die du dir wünschst von dieser Welt. Das wünsche ich dir. Ich gucke jetzt noch kurz in den Chat und dann werde ich mich für heute bei euch verabschieden. Super. Also, ganz herzlichen Dank natürlich an alle, die jetzt live dabei waren und die bei so einem Video auch durchhalten und nicht nach 5 Minuten auf das nächste Video klicken und schon rausspringen. Der Mehrwert liegt in dem Input, in dem Material, das wir hier besprechen und verarbeiten. Und Mike schreibt auch hier, ein guter Lehrer ist das Wichtigste, wie du sagst, falsch gelernt ist so schwer aus dem Kopf zu bekommen. Ihr Lieben, mir geht es darum, dass ihr jeden Tag ein klein bisschen besser werdet und dieses Vertrauen in euch selbst habt. Das wünsche ich euch und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich weiß, das war heute etwas, was vielleicht von 100, die sich jetzt das Video angeguckt haben oder 70, die jetzt online waren, vielleicht nur eine Handvoll sofort umsetzen können. Aber die Tipps, die ich euch in Bezug auf die Denkweise, auf das Herangehen an das Üben, an das Spielen von Schwierigkeitsgraden auf diesem Level, ich bin der lebende Beweis und ich bin auch schon jetzt die ältere Generation, der lebende Beweis, dass was möglich ist. Und hierzu bitte ich dich auch um dein Vertrauen mir gegenüber, dass ich weiß, was ich mache und dass ich das auch in Zukunft machen möchte. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Wir sehen uns erst übernächste Woche wieder. Nächste Woche ist hier Fasnacht und morgen geht's los. Ne? Aber ich werde die Tage auch einige Offline-Videos produzieren. Es kommt ein Video über einen meiner absoluten Lieblingsgitarristen und lasst euch überraschen, mehr verrate ich nicht. Bis dahin, alles Liebe und Gute und ja, ich hoffe, du konntest ein klein bisschen besser werden. Ciao, ciao und bevor du gehst, denk daran, hier meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich wirklich sehr, wenn du das Glockensymbol auf meinem Kanal läutest, damit du weißt, wann ich wieder live bin. Und natürlich, wenn du ein Abo hinterlässt, hilft es mir sehr enorm, hier in den Suchalgorithmen auf YouTube ein bisschen höher zu kommen. Hello, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.